wieder mit dabei. Ich habe heute eine etwas dynamischere Pilates in Achtsamkeit-Sequenz mitgebracht. Am besten, du lässt dich einfach überraschen. Es gibt verschiedene Übungen, wo die Faszien im Mittelpunkt stehen, wo wir die faszialen Strukturen elastisch aufspannen, die Elastizität trainieren. Das kann durchaus etwas ungewohnt sein, vielleicht für den einen oder anderen sich noch nicht so dynamisch, rhythmisch anfühlen. Das spielt absolut keine Rolle. Am besten lass dich einfach mal überraschen, mach mit. Pilates in Achtsamkeit hat die Atmung und die Aktivierung des Beckenbodens, der Bauchmuskulatur im Mittelpunkt. Dies alles wird kombiniert mit verschiedensten Übungen. Ganz wichtig für dich, atme einfach. Ich instruiere sehr ins Detail und so hast du immer und immer wieder die Möglichkeit einzusteigen, dich auch mit der Atmung zu üben, das Zentrum zu aktivieren. Stress dich aber nicht unnötig. Sei geduldig mit dir. All das braucht Zeit. Viel Zeit. Wichtig für alle, hör auf deinen Körper. Spür in dich hinein. Spür, was heute ansteht. Du darfst jederzeit eine Pause einlegen, die Übung für dich anpassen. Ich werde verschiedene Variationen geben, ich werde Stufen geben. Spür in dich hinein und fühle, welche Übungsvariante, welche Stufe für dich heute passt. Häufig ist es einfach ein Ausprobieren. Man kann das im Vornherein noch gar nicht wissen. Probier, schau, was passiert und hab den Mut, auch mal eine Stufe zurückzugehen. Dabei aber ganz bewusst bei dir zu bleiben. Grenzen wahrzunehmen ist das eine. Aber Grenzen zu akzeptieren, das darf gelernt werden. Und hier hast du definitiv den Raum dazu. Lass uns starten und loslegen. Wir beginnen in einer Schneidersitzposition. Alternativ kannst du auch den Diamantsitz wählen oder eine Sitzposition, die für dich passt. Setz dich auf deine beiden Sitzbeinhocker, diese stacheligen Knochen unten an deinem Po. Schließe deine Augen und nimm dir Zeit anzukommen. Beginn dein Becken hin und her zu kippen. Du kannst dir vorstellen, das Becken ist eine prall gefüllte Wasserschale und nun kippst du das Becken mal nach hinten, dann läuft das Wasser über das Steißbein nach hinten, auf den Boden, komm über die Mitte zurück, kippe das Becken nach vorne und lass das Wasser über das Schambein vorne Richtung Boden fließen. Spüre in diese Bewegung hinein. Komm mehr und mehr in deinem Körper an. Raus aus den Gedanken, rein in den Körper. Spüre, was ist. Gib allem Raum und Platz. Bring das Gewicht
gleichmäßig auf die beiden Sitzbeinhöcker, so dass die Sitzbeinhöcker nun senkrecht in den Boden hinab zeigen. Lass aus den beiden Sitzbeinhockern Wurzeln wachsen. Spür den Boden. Verwurzle dich. Deine beiden Beine fallen entspannt auseinander. Spür die Öffnung in den Hüften. Spann von links nach rechts oder umgekehrt von den beiden Sitzbeinhöckern ein Gummiband. Vorne vom Schambein zum Steißbein hinten ebenfalls. Dort, wo sich die beiden Gummibänder kreuzen, das ist unsere Beckenbodenmitte. Lass von der Beckenbodenmitte nun deine Wirbelsäule in die Länge wachsen. Nimm dir Zeit, den einzelnen Wirbel, den einzelnen Bereichen deiner Wirbelsäule nachzuspüren. Spür allenfalls auch die Unruhe, das Getriebensein, das Vorwärtskommen wollen in dir. Und nimm Tempo raus. Spür den Lendenbereich. Bring dann Brustwirbel und Brustwirbel aufeinander. Spür, wie der Brustkorb über deinem Becken ausbalanciert ist. Dein Brustbein zieht nach oben. Verlängere die Halswirbelsäule und lass auf deinem obersten Halswirbel deinen Kopf ausbalancieren. Verlängerst du nun die Wirbelsäule durch den Kopf, kommst du beim obersten Punkt des Kopfes, beim Kronenpunkt, heraus. Dieser Kronenpunkt schwebt direkt über deiner Beckenbodenmitte. Zieh mit deinem imaginären Faden deine Wirbelsäule in die Länge. Spür, wie du wächst. Richtung Boden, Richtung Himmel. Deine Schultern liegen entspannt auf deinem Brustkorb. Lass die Entspannung über die Oberarme, Unterarme bis in die Hände und Fingerspitzen fließen. Spür deinen Atem, wie er kommt und wie er geht. Beginne dann durch deine Nase einzuatmen. Spür der Atmung ins Detail nach. Spür, wie die Luft durch die Nase hineinfließt, die Luftröhre hinunter, sich deine Lungen aufblasen wie Luftballone und mit dem Ausatmen abgebremst durch den Mund lass du die Luft wieder rausströmen. Tiefes Einatmen durch die Nase. Spür, wie sich die Lungen aufblasen, die Rippenbogen voneinander weggleiten, sich auffächern, der Brustkorb sich weitet und das Ausatmen ist ein Abbremsen, dass die Luft nicht einfach so rauszischt, sondern dass es ein leichtes, langsames, abgebremstes Luft rauslassen wird. Tief einatmen. Spür, wie es Raum und Platz gibt zwischen den Rippen, sich die Strukturen auseinanderdehnen. Ausatmen, ein Weichwerden, entspannen lassen. Komm in deinen Atemrhythmus, so dass die Ein- und Ausatmung gleich lang werden. Tiefes Ein-
pack deine Gummibandmitte, deine Beckenbodenmitte, zieh die Gummibänder in die Bauchhöhle hinauf, spür die Aktivierung und mit dem Einatmen lass wieder langsam los, lass den Beckenboden entspannen, weich werden. Ausatmen. Pack die Gummibandmitte, zieh die Gummibänder von unten nach oben in die Bauchhöhle Richtung Bauchnabel. Sitzbeinhöcker, Steißbein, Schambein gleiten zueinander, spür die Spannung. Einatmen ist wieder weich werden, entspannen lassen. Ausatmen, Beckenboden aktivieren, die Aktivierung behalten. Den tiefen Bauchmuskel, der dich wie ein Korsett umgibt. Dieses Korsett verläuft von den Hüftknochen über den Bauch bis zu den Rippenbogen. Spür diese Spannung, diese Aktivierung. Aktiviere gleichmäßig. Lass die Aktivierung gleichmäßig fließen. Atem fließen lassen und dann wieder lösen, entspannen. Öffne deine Augen, wenn du möchtest. Wechsle die Beine. Die Schneidersitzposition. Setz dich zurück auf die Sitzbeinhöcker. Verteile das Gewicht gleichmäßig. Nimm die Arme auf die Seite, die Fingerspitzen ins Blickfeld. Tief einatmen, die Arme anheben, ausatmen, Nacken, Schultern entspannen. Tief einatmen, spiralförmiges in die Höhe drehen. Spann dich über die Arme bis in die Fingerspitzen auf. Ausatmen, zurückdrehen, weich werden. Auf die andere Seite, spiralförmig mit der Einatmung dich in die Höhe schrauben, spür die Spannung bis in die Fingerspitzen, weich werden, zurückkommen. Beide Seiten nochmal einatmen, in die Höhe wachsen, dich mit den Sitzbeinhocken im Boden verankern, weich werden. Tiefes Einatmen, wachsen, beide Richtungen, ausatmen, zurückkommen. Mit der nächsten Einatmung zieh das Brustbein nach vorne, Arme senken, ausatmen, Steißbein einrollen, Bauch zurückziehen, Bauch aushöhlen, runder Rücken. Mit der nächsten Einatmung, Wirbel für Wirbel für Wirbel für Wirbel, wieder aufeinander platzieren. Noch einmal ausatmen, Arme anheben, Nacken, Schultern entspannen. Einatmen, spiralförmig, in die Höhe drehen, wachsen, weich werden, zurückkommen. Auf die andere Seite, schraub dich in die Höhe, spür dich bis in die Fingerspitzen, zurückkommen, zentrieren. Einatmen, das Brustbein anheben, Arme senken, Gegenbewegung, Steißbein einrollen, Bauch aushöhlen, Bauchmuskulatur aktiviert sich und dann Wirbel für Wirbel für Wirbel aufeinander platzieren. Arme entspannen, Beine ausfädeln, Hände in die Kniekehlen. Setz dich auf deine beiden Sitzbeinhöcker. Ziehe deine Füße wie zu dir, spür, wie es dich auf deine Sitzbeinhöcker hinaufzieht. Zieh das Brustbein weich nach oben, ausatmen, Steißbein einrollen, Beckenboden aktivieren, hinter die Sitzbeinhöcker hocken. Die Ellenbogen ziehen auf die Seite, sind breit, Nacken, Schultern entspannt. Atem fließen lassen. Ganz bewusst hinten in den Rücken bis ins Steißbein einatmen. Mit dem Ausatmen Stirn Richtung Knie ziehen, hier einatmen und mit dem Ausatmen die Füße wie zu dir ziehen. Spür, wie du
Sitzbeinhöcker zurückkommst, das Becken sich aufrichtet, Atem fließen lassen, Wirbel um Wirbel um Wirbel um Wirbel um Wirbel aufeinander platzieren lassen. Nacken verlängern, Kopf, Schultern entspannen, Zentrum loslassen. Tiefes Einatmen, das Brustbein weich nach oben ziehen. Ausatmen, Steißbein kraftvoll einrollen, mit dem Schambein verbinden, die Kraft über der Bauch Richtung Brustbein fließen lassen. Schultern sind entspannt, Ellbogen breit, hinten einatmen. Jetzt mit der nächsten Ausatmung weiter zurücksitzen, ausbalancieren auf den Sitzbeinhocker. Hier bleiben, halten, die Kraft spüren. Wenn du Lust hast, mit den Beinen spielen. Knie strecken, Beine strecken, ausbalancieren und dann langsam sanft wieder landen auf den Beinen über einen imaginären Ball. Rollen, tief hinten einatmen, in den Rücken und mit dem Ausatmen ist es wieder. Füße zu dir ziehen, Atem fließen lassen. Auf die Sitzbeinhocker hocken, Wirbelsäule verlängern. Bauch, Beckenboden entspannen. Ausatmen, Steißbein einrollen, Becken rückwärts kippen. Schnüre dein Korsett, spür die Kräfte fließen. Über die Hüfte darfst du loslassen, weich werden. Immer weiter zurücksitzen. Du hast hier nochmal die Möglichkeit, mit den Beinen zu spielen oder einfach zu halten, bevor es dann weitergeht. Ausbalancieren und dann geht es weiter nach unten. Aufs Kreuzbein, auf den ersten Lendenwirbel, zweiter Lendenwirbel und so weiter. Dein Zentrum ist kraftvoll aktiviert, behalte die Aktivierung. Bringe Wirbel um Wirbel langsam auf die Matte. Schultergürtel ablegen, Nacken verlängern. Kopf auf den Boden platzieren, Knie zu dir ziehen. Mit dem Ausatmen die beiden Knie über die Hüfte schieben, Unterschenkel entspannen, ein Fuß um den anderen auf den Boden platzieren. Arme entspannen. Drück deine Füße leicht in den Boden. Atme seitlich in deine Rippenbögen. Mit dem Ausatmen Steißbein einrollen wie vorhin. Becken rückwärts kippen. Spür die Lendenwirbel auf dem Boden. Atme tief in den Lendenbereich ein. Und dann spür, wie deine Sitzbeinhocker Richtung Kniekehle ziehen. Sich das Becken anhebt. Wirbel um Wirbel. Sich wie von alleine von der Matte weglösen. Du kommst hoch in eine Schulterbrücke. Spür den Bewegungen nach. Verschmelz mit den Bewegungen. Knie, Hüfte, Schultern kommen in eine Linie. Atme tief hinten ein, da hast du nun Platz. Mit dem Ausatmen lasse langsam Wirbel um Wirbel auf die Matte zurückkommen. Achte besonders auf deine Lendenwirbel. Beckenneutral ausrichten. Das heißt, du hast immer noch einen kleinen Hohlraum unter deiner Lendenwirbelsäule, Schambein und Darmbein stark auf diese stackigen Knochen hier an den Hüften. Das Beckendreieck ist schön parallel zum Boden ausgerichtet. Diese Position halten. Tief einatmen,
Ausatmen, das Zentrum aktivieren, Knie strecken. Spür dich bis in die Zehenspitzen, einatmen, Knie wieder anwinkeln. Bein wechseln, ausatmen, Knie strecken, Oberschenkel bleibt stabil, spür dich bis in die Zehenspitzen, einatmen, Bein wieder anwinkeln. Ausatmen, Knie strecken, spür das ganze Bein über die Hüfte öffnen, einatmen, Bein wieder anwinkeln. Ich werde nun stufenweise etwas dazu nehmen. Ausatmen, Bein strecken, über die Hüfte öffnen, ohne dass das Becken hin und her kippt, einatmen, wieder anwinkeln. Mit der nächsten Ausatmung genau gleich starten. Bein strecken, über die Hüfte öffnen, wenn du mehr möchtest, das Bein nun in die Tabletop-Position bringen. Ausatmen, nachspannen im Zentrum. Wenn du nun das Knie streckst, Bein senkst, Stabilität behalten, einatmen, Bein zurücknehmen in die Tabletop. Du kannst die Stufen nur für dich wählen, wie es passt. Bein strecken, senken, einatmen, wieder anwinkeln. Wenn du noch etwas mehr möchtest, die Arme mit dazu nehmen, dort wo du das Bein streckst, den Arm und Bein entlang führen. Der andere Arm geht über den Kopf. Ausatmen, Beine, Arme strecken, die Länge spüren, einatmen, Ausgangsposition. Du hast jederzeit die Möglichkeit, die Füße auf dem Boden zu platzieren. Kontrolliert, bewusst arbeiten. Du kannst jederzeit auch einen Atemzug mehr für dich nehmen. Zieh dich in die Länge, spür, was arbeitet, ohne das benennen zu müssen. Zurückkommen. Lass es zittern. Gib dich der Bewegung hin, gleichmäßig in deinem Atemrhythmus. Beide Seiten nochmal, einfach so, dass du beide Seiten gleich viel gemacht hast. Und dann Knie zu dir ziehen, zusammenrollen und erholen. Vielleicht ein bisschen hin und her schaukeln. Den Rücken massieren, was gerade passt. Schieb deine Knie zurück über die Hüfte, entspanne die Unterschenkel, Zehenspitzen auf den Boden platzieren, ziehe die Arme zum Himmel, atme tief ein, aktiviere dein Zentrum, spüre wie das Korsett sich schnürt. Mit der nächsten Ausatmung ziehe deine Rippenbogen, dort wo die geraden Bauchmuskeln angemacht sind, über das Korsett Richtung Hüftknochen, Kopf-Schulterbereich heben sich an. Das Korsett ist geschnürt, die Kraft fließt von den Rippenbogen zum Schambein und umgekehrt. Lass es arbeiten. Mit der nächsten Ausatmung ein Bein anheben, einatmen, hinten in die Rippenbogen, zweites Bein anheben, halten, Hände in die Kniekehlen, Knie zu dir ziehen, Bogen spannen und dann in ein Rollen kommen. Spielen. Das A und O in dieser Übung ist, einen gleichmäßigen Bogen zu spannen. Das ist ein Ausprobieren. Als Kinder sind wir x-mal hin und her gerollt. War das kein Problem? Jetzt dürfen wir uns wieder üben. Du darfst auch auf deine Füße hochkommen. Beine strecken, wieder zurückkommen, runter. Vielleicht fällst du einfach auf der Matte. Ist genauso gut.
aber nutz den Radius, den du für dich hast. Nimm dich hier nicht zurück. Und dann treffen wir uns alle im Dreieck, Hände auffächern, Arme strecken, Knie ein bisschen anwinkeln, Sitzbeinhöcker in den Himmel schieben. Komm in deiner Variante in diese Position. Langer, gerader Rücken. Die Sitzbeinhöcker sind die, die dich verlängern, die dich in den Himmel ziehen. Schiebe dann eine Ferse um die andere Richtung Boden. Gleichzeitig zieht der Sitzbeinhöcker auf dieser Seite in die Höhe, so dass du eine Dehnung über die ganze Beinrückseite spürst. Spann dich vom Boden weg. Beine wieder ausmitteln, parallel hinstellen, die beiden Knie anwinkeln, langsam Richtung Boden kommen, spür das Aufdehnen über die Zehen, über die Fußsohle, die Achillessehne, Knie absetzen, hier noch bleiben, paar Atemzüge. Achte darauf, dass alle 10 Zehen aufgedehnt werden, integriert sind. Atem fließen lassen und dann die Zehen ausrollen, Füße ablegen, zurück in die Kindsposition. Lass los, entspanne dich, sink ins Kind. Spür den Atem, spür dich vom Kopf bis Fuß. Nimm die Länge wahr von den Zehen bis zu den Fingerspitzen, linke, rechte Seite. Spür den Raum in deinem Körper. Übers Gesäß, unterer Rücken, oberer Rücken, Schultern, Nacken. Spür den Raum um dich herum. Spür, was da ist. Du brauchst keine Worte dafür zu finden. Einfach nur wahrnehmen, was ist. Streck deine beiden Arme. Kleb deine Handflächen auf den Boden fest. Atme tief ein. Schiebe deine Hände wie über die Matte nach vorne weg. Spür die Aktivierung in deinen Armen, Schultern. Ausatmen. Zieh deine Handflächen wie zu dir. Spür, was jetzt in deinem Körper passiert. Einatmen. Schieb die Handflächen über die Matte nach vorne weg. Kontrolliere die Schultern, die bleiben beim Brustkorb. Ausatmen, zieh die Handflächen zu dir. Innenseite der Arme, die Brustmuskulatur wird aktiviert. Einatmen, ein Wegschieben, Arme strecken, ausatmen, Hände wie zu dir ziehen, die Matte wie zu dir ziehen, Steißbein einrollen, Beckenbodenaktivierung, Schambein in die Höhe ziehen, Bauch aushöhlen, Katzenpuckel. Zieh dich maximal hoch und mit dem Einatmen dann das Steißbein ausrollen, Becken nach vorne kippen, Wirbel für Wirbel für Wirbel in eine gestreckte Wirbelsäule bringen. Vierfüßlerstand. Becken ist über den Knie ausgerichtet, die Hände unter den Schultern, Schulternbrett. Einatmen, zieh das Brustbein
leicht nach vorne. Ausatmen. Steißbein einrollen, Beckenboden maximal aktivieren, Schambeinknochen in den Himmel ziehen, Bauch aushöhlen, tief einatmen in den Lendenbereich, ein Aufblasen von innen nach außen, ausatmen, schieb dich mit den Händen an, zurück, tief einatmen, den Bogen gespannt halten, tief einatmen, mit dem Ausatmen, es geht nochmal ein bisschen weiter zurück, tiefes Einatmen, dahin, da bleiben und dann mit dem Ausatmen das Becken wieder nach vorne kippen, Steißbein ausrollen, Sitzbeinhöcker öffnen sich, Wirbel um Wirbel um Wirbel, in eine lange gestreckte Wirbelsäule bringen. Tief einatmen, spür die Öffnung in den Sitzbeinhocken, der Raum, und zieh dich dann mit der nächsten Ausatmung zurück nach vorne in den Vierfüßlerstand. Einatmen, zieh das Brustbein nach vorne, die Wirbelsäule verlängert sich. Ausatmen, Steißbein einrollen, unsere Gummibandmitte in die Bauchhöhle hochziehen, Korsett schnüren, vom Schambein bis zu den Rippenbogen. Vorne auf den Händen hast du fast kein Gewicht mehr. Hier tief einatmen und dann schieb dich mit den Händen an zurück, tief einatmen, ohne die Spannung zu verlieren. Hier bleiben und jetzt mit der nächsten Ausatmung drück das Rist, deine Füße in den Boden, Knie heben sich weg, einatmen, wieder lösen. Ausatmen, Druck geben, so weit hochkommen, wie es für dich möglich ist. Vielleicht ist es ein halber Zentimeter, vielleicht ist es etwas mehr. Auch für dich hier wieder den Raum, die Beweglichkeit erforschen. Runterkommen, Knie auf der Matte platzieren. Bogen nachspannen, falls Spannung verloren gegangen ist. Bauch maximal aushöhlen. Tiefes Einatmen in den Lendenbereich und dann schieb dich zurück, so weit, dass sich die Fingerspitzen vom Boden lösen. Spann die Arme auf. Sitze zurück, zweimal federn. Zurücksitzen, zweimal federn. Du kannst in dieser federnden Bewegung bleiben oder dann weiterkommen in die springende Katze, nach vorne federn, über die Handgelenke ausspannen und über die Hände zurückschieben. Federn da hinten, Korsett bleibt geschnürt, wichtig, die Ellenbogen bleiben gestreckt, die Arme gestreckt halten. Du kommst nach vorne, spannst dich über die Hände auf, gehst zurück, Schwung holen. Das nächste Mal da vorne bleiben, Unterschenkel entspannen, Wirbel für Wirbel für Wirbel, in eine lange gestreckte Wirbelsäule bringen. Mit dem nächsten Einatmen, Vierfüßlerstand wieder ausbalancieren, die Position finden, dann mit der Ausatmung kraftvoll das rechte Bein nach hinten schleifen. Tief einatmen, spür die Länge über den Körper, schieb dich mit dem Ausatmen, mit den Händen, Armen etwas zurück. Den linken Unterschenkel nach innen drehen. Du kannst nun hier bleiben, diese Position kraftvoll halten. Wenn du mehr möchtest, den linken Arm nach vorne verlängern, tief einatmen, hier bleiben, wenn du mehr willst, mit dem Ausatmen das rechte Bein durch das Aktivieren der Gesäßbeinmuskulatur anheben.
Einatmen mit den Zehenspitzen tippen. Spür diese zusätzliche Aktivierung der Gesäß-Beinmuskulatur. Spür, spann dich auf, bis die Zehenspitzen. Bein anheben, in die Länge ziehen, aus der Hüfte verlängern. Ein letztes Mal. Gesäß-Beinmuskulatur arbeiten lassen. Vielleicht 2-3 Atemzüge hier bleiben. Und dann den Fuß flexen, Zehen am Boden platzieren, Hände schön parallel ausrichten. Tief einatmen und dich kraftvoll hochschieben in ein abgeändertes Dreieck. Durchatmen, ausatmen, hochschieben, abgebremst wieder runterkommen. Hochschieben, beim Runterkommen das rechte Knie anwinkeln, beim linken Fuß platzieren, zurücksinken und von links nach rechts in den Z-Sitz. Du kannst diese Position abändern und das rechte Bein sonst auch nach vorne ausstrecken. Ich behalte es angewinkelt. Atme tief in die linke Seite ein. Hand am Boden platziert. Wie ein Bogen spannen. Sitzbeinhöcker zieht in den Boden. Arm zieht in den Himmel. Tief einatmen. Die Rippen hier auf der Seite auffächern. Ausatmen. Den Brustkorb drehen. Den oberen Arm Richtung Boden ziehen. Wie du mit den Fingerspitzen den Boden berühren möchtest. Hinten in die Rippen unter das Schulterblatt einatmen. Das ist wie ein Fächer aufspannen. Ausatmen, wieder etwas Entspannung reingeben. Tief einatmen. Spür dieses Aufspannen, die Öffnung behalten. Mit der Ausatmung den Brustkorb wieder in die Seitbeugung drehen. Die Rippen schließen sich hinten über den Rücken. Tief einatmen in die offene Seite, größtmöglicher Bogen ziehen und dann lass dich rüber sinken, zurückbalancieren, ausatmen, Steißbein einrollen, runder Rücken und Wirbel für Wirbel für Wirbel für Wirbel aufeinander platzieren. Hände vorne auf die Matte platzieren. Zieh dich nach vorne, linker Unterschenkel nach hinten, rechtes Bein auf die Seite. Knie, Ferse sind in einer Linie. So ein abgeänderter Vierfüßlerstand. Schultern breit, Hände unter den Schultern. Dann schieb dich mal nach hinten. Zieh dich wieder nach vorne. Wenn du dich nach hinten schiebst, Steißbein, Sitzbeinhöcker, zieh nach hinten, behalte den langen, geraden Rücken. Sehr gerne passiert das, dass der Rücken rund wird. Stell dir vor, deine Sitzbeinhöcker sind wie Rücklichter bei einem Auto. Lass diese Rücklichter immer schön an die Wand leuchten, nicht plötzlich Richtung Boden. Spür die Gewichtsverlagerung, wenn du nach hinten kommst, übernimmt der untere Rücken, kannst du sogar das Gewicht die Hände wegheben vom Boden, wenn du nach vorne kommst, übernimmt der Schultergürtel die Hände, die Arme. Bleibe da vorne. Nun wird der linke Arm zu unserem Standarm. Greif mal an deine linke Schulter, spür, wo ist dein Schulterblatt und spann
spann dann das Schulterblatt auf den Brustkorb auf. Also du kannst auch wirklich mal hineinsinken. Ich kann das wunderbar, da steht so die Schultern irgendwo im Raum. Leg das Schulterblatt schön auf deinen Brustkorb ab. Das heißt, du musst den Raum halten. Deshalb berühre dich, damit du da auch direkt ein Feedback bekommst. Die Hand ist aufgefächert, der Arm stützt dich. Es ist wirklich so, dass von unten nach oben aufspannen. Nimm den rechten Arm auf die Seite, halte die Schulter in dieser Position und nun mit dem Einatmen beginn den Brustkorb zu drehen, Blick folgt der Bewegung, ausatmen, zurückdrehen, die Schulter, das Schulterblatt bleibt, wo es ist. Einatmen, ein Aufdrehen, Brustkorb dreht, Blick nach oben, Schulter stabil halten, wieder zurückdrehen. Einatmen, aufdrehen, hier bleiben, jetzt den linken Ellbogen, den Standarm anwinkeln, Schulter stabilisieren, unten durch einfedern. Da kannst du auch wieder zur Schulter greifen, Atem fließen lassen. Wo ist die Schulter? Stabilität kontrollieren und mit der nächsten Einatmung Ellbogen strecken, Schultern aufspannen, in die Länge drehen. Nochmal ausatmen, Ellbogen anwinkeln, unten durch einfedern, halt die Schultern stabil und kraftvoll mit den Einatmen, Ellenbogen strecken, Schultern ausspannen. Von unten über den Brustkorb in die Länge ziehen, hier bleiben und dann stoße dich mit der unteren Hand nach oben. Wir fäden nach unten, kommen zurück. Nochmal, stoß dich wie aus einem Trampolin weg nach oben, dreh dich zurück in die Mitte und dreh dich auf die Gegenseite, auf die offene Seite, Ausgleich. Zurückkommen in die Mitte, die Arme aufschwingen, entspannen und dann das rechte Bein zu dir ziehen, etwas größer als 90 Grad Winkel. Du kannst jederzeit den Abstand auch anpassen. Hüfte ist im Moment hier über dem Knie. Dann sinke mal in das Innenband deiner Beinmuskulatur. Geh nicht bis an den Endpunkt, gerade wenn du sehr beweglich bist. Bremse vorher, dein Fußgewölbe hat sich nun so auf dem Boden aufgespannt und jetzt schiebst dich wie aus einem Trampolin nach oben, lässt dich wieder in dieses Trampolin, in dieses Aufspannen hinein sinken. Und dann suche deinen Rhythmus. Nicht bis an den Endpunkt, sondern vorher zurückspicken. Du kannst den Bogen dann weiterspannen über die Seite. Ist auch hier wieder ein Aufspannen, loslassen und so von einer Seite auf die andere hin und her spicken. Deinen Rhythmus finden, hier ist wirklich, probier dich aus, auch wenn es absolut nicht dynamisch ist. Bleib dann aufgespannt mit dem Ausatmen, Wirbel für Wirbel aufeinander bringen. Knie zu dir ziehen, beide Beine parallel ausrichten auf die Gegenseite. In eine Seitdehnung, Wirbel um Wirbel ausmitten, Wirbelsäule verlängern, Arme senken, Hände an die Hüfte. Tief einatmen, ausatmen, Beugung in der Hüfte, sitze zurück, Gesäß, Beinmuskulatur aktivieren, wieder hochkommen. Einatmen,
Lange, gerade Rücken, Beugung in der Hüfte. Ausatmen, Gesäß, Beinmuskulatur, schieb dich wieder nach oben. Nun dynamisch. Zweimal zurück sitzen und wieder hochkommen. Schambein, zuerst wie etwas nach oben ziehen, zurück sitzen und wieder hochschnellen. Wir wechseln. Zurück sitzen, nicht zu tief, dann Steißbein einrollen, Becken rückwärts kippen. Jetzt kommt die Gleitfähigkeit, der gerade Oberschenkelmuskel wird über die unteren aufgespannt, beckenneutral ausrichten. Korsett, Diskus, schnürtes Brustbein anheben. Arme öffnen, Schultern sind breit. Atem fließen lassen, tief zu deinem Brustbein hinatmen. Das Brustbein in den Himmel schieben. Und dann schieb dich zurück, Arme nach innen drehen, zurücksinken in die Kindsposition. Tief einatmen, mach einen großen Armkreis, bring die Hände wieder nach vorne. Spür die linke, rechte Körperhälfte. Die Länge von den Zehen bis zu den Fingern. Spür den Raum in dir. Vergleiche zum Beginn, ganz am Anfang. Vergleiche die linke mit der rechten Seite. Wie fühlt es sich an? Ohne irgendwie zu bewerten. Einfach damit du einen Anhaltspunkt hast. Klebe dann deine beiden Hände wieder auf der Matte fest. Schiebe die Hände nach vorne weg. Spür die Aktivierung außenseitig deiner Arme bis in die Schultern. Mit dem Ausatmen ziehe die Hände über die Matte wie zu dir. Spür die Aktivierung innenseitig der Arme bis zur Brust. Schieb deine Hände weg. Kraftvolles Wegschieben, kontrolliere die Schultern, die bleiben beim Brustkorb. Ausatmen, zieh die Hände über den Boden wie zu dir, Steißbein einrollen, Schambein in den Himmel ziehen, Katzenbuckel, größtmöglich den Bauch aushöhlen und dann einatmen, Steißbein ausrollen, Wirbel für Wirbel für Wirbel in eine lange gestreckte Wirbelsäule bringen. Das Becken über die Knie platzieren, die Hände unter die Schultern. Tief einatmen, zieh dein Brustbein nach vorne, gib etwas Druck mit dem Riss in den Boden. Ausatmen, löse den Druck des Risses. Steißbein einrollen, Schambein in den Himmel ziehen, Bauch maximal aushören. Du hast wenig Gewicht auf den Händen, es arbeitet im Bauchbereich. Tief einatmen, bis ins Steißbein. Schieb dich dann mit den Händen, Armen zurück, ohne den Bodenkontakt zu verlieren. Tief einatmen, ohne den Bogen loszulassen, die Spannung. Schieb dich nochmal etwas weiter zurück, hinten einatmen, der Rücken wird ganz lang und dann mit der nächsten Ausatmung Steißbein ausrollen, Becken kippt nach vorne, Hüft, schließen sich, Wirbel um Wirbel, platzier einen nach dem anderen so aneinander, spür die einzelne Bewegung, spür, wie sich das Brustbein öffnet, der Nacken verlängert und dann platziere den Kopf vorne als Verlängerung. Tief einatmen bis ins Gesicht.
zieh dich dann mit der nächsten Ausatmung zurück in den Vierfüßlerstand. Tiefes Einatmen, Brustbein nach vorne verlängern. Nacken bleibt lang, ohne Falten. Ausatmen, Steißbein kraftvoll einrollen. Mit dem Schambein verbinden. Schambein zum Himmel ziehen. Korsett schnüren. Spür die Schnürung bis zu den Rippenbogen. Maximal den Bogen spannen. Hinten einatmen in die Lände. Schieb dich über die Hände, Arme zurück. Hier bleiben und nun das Riss kraftvoll in den Boden pressen. Knie dürfen sich lösen, vielleicht minimst, vielleicht groß, wie es eben dein Körper gerade zulässt. 2-3 Mal so wippen, mehr Druck geben, entspannen. Knie dann wieder am Boden platzieren. Allfällige verlorene Spannung wieder aufbauen. Schieb dich über die Hände, Arme weiter zurück, so weit, dass du die Finger, die Hände vom Boden lösen kannst. Spannung über die Arme fließen lassen und dann Schwung holen. 2-mal wippen, ausbalancieren, wippen. Wenn du mehr willst, nach vorne springen, in die Katze sanft landen, ganz weich auf Katzenpfoten, über die Hände, über die gestreckten Arme, ein Aufspannen, die Schultern schieben sich deutlich über die Handgelenke, behalte die Spannung im Rumpf, sonst wird es nichts mit Spicken. Da vorne bleiben, Unterschenkel entspannen, Wirbel für Wirbel wieder in eine lange gestreckt, Wirbelsäule platzieren, Vierfüßlerstand. Tief einatmen, zieh die Wirbelsäule in die Länge, ausatmen, linkes Bein nach hinten schieben, verlängern aus der Hüfte. Rechter Unterschenkel nach innen drehen und mit der nächsten Ausatmung schieb dich über die Hände, Arme leicht zurück. Wieder verschiedene Möglichkeiten, Stufen. Du kannst einfach hier bleiben, diese Position kraftvoll halten, ohne in dich zusammenzusinken. Wenn du mehr möchtest, weitere Stufe, den rechten Arm über Diagonale anheben. Und wenn du noch mehr willst, mit dem nächsten Ausatmen, das linke Bein kraftvoll aus der Gesäß-Beinmuskulatur anheben. Einatmen, lasse wieder Gesäß-Beinmuskulatur weniger arbeiten. Bein senkt sich. Zusätzlich Gesäß-Beinmuskulatur arbeiten lassen, wirklich jede einzelne Zelle aktivieren, etwas loslassen. Noch einmal. Du kannst auch oben bleiben, Atem fließen lassen, vielleicht nochmal tippen, wenn du möchtest, wie es für dich passt. Dann die Fußflexenzehen am Boden platzieren, eingerollt. Und dann schieb dich über die Hände, Arme zurück, nach oben, ins Dreieck. Ausatmen, nach oben, Sitzbeinhöcker in den Himmel schieben, abgebremst nach unten kommen. Nach oben, maximales Aufspannen, hinten das Knie beim rechten Fuß platzieren, zurücksinken und von rechts nach links in einen Z-Sitz wechseln. Tief einatmen, in die offene Seite, du hast da auch wieder die Möglichkeit, das linke Bein nach vorne zu strecken. Einatmen, in die offenen Rippenbogen und mit dem Ausatmen Brustkorb drehen, den oberen Arm Richtung Boden ziehen.
unter die Schultern, wie einen Fächer die Rippen aufblasen. Ausatmen, Brustkorb wieder aufdrehen. Zurück in die Seitbeugung. Schenk dir nochmal einen tiefen Atemzug. Verlängere dich nochmals über die Seite und zieh dann den Arm lang über die Seite. Wenn wie ein Zug kommt, lass dich rüberziehen, zurückschwingen, ausatmen. Steißbein einrollen, runder Rücken, Wirbel um Wirbel aufeinander platzieren. Hände vorne auf die Matte platzieren, zieh dich nach vorne, rechter Unterschenkel nach zurück, linkes Bein auf die Seite ausstrecken, Ferse in der Linie des rechten Knies, Hände schulterbreit und dann zieh dich nach vorne, verschieb dich nach hinten zurück. Und hin und her gleiten, spür die Gewichtsverlagerung, spür, wenn du dich nach hinten verschiebst, dass der untere Rücken übernimmt, du da allenfalls eine, vielleicht auch beide Hände vom Boden wegheben kannst. Wenn du nach vorne kommst, spür, wie die Schultern, die Hände, die Arme übernehmen. Schieb dich hin und her, nach vorne, nach hinten. Und dann wird der rechte Arm zum Standarm. Hand ist aufgefächert. Linker Arm auf die Seite ausstrecken, beziehungsweise zuerst auch hier die rechte Schulter greifen. Spüren, wo ist mein Schulterblatt? Vielleicht auch zuerst mal hineinsinken, damit du dann auch vergleichen kannst. Das Aufspannen, das Schulterblatt wirklich auf den Brustkorb legen. Den linken Arm auf die Seite ausstrecken und nun mit dem Einatmen aus der stabilen Schultern den Brustkorb hochdrehen. Ausatmen, abgebremst, wieder zurückkommen. Einatmen, halte die Spannung, öffnen, Blick geht der Bewegung nach. Ausatmen, wieder zurückkommen. Einatmen, Brustkorb aufdrehen und nun den rechten Ellbogen des Standarmes anwinkeln, unten durch einfädeln. Kontrollieren, habe ich da die Schulter unter Kontrolle. Einatmen, Ellenbogen strecken, Schultergelenk den Raum halten, drehen, in die Höhe greifen. Noch einmal ganz kontrolliert. Ausatmen, Ellenbogen anwinkeln, unten durch einfädeln. Die Wirbelsäule bleibt lang, Schulter stabil. Einatmen, Ellenbogen strecken. Das ist der Beginn des Aufspannens, die Energie durch den Brustkorb, durch den Arm, nach oben, über die Fingerspitzen in den Himmel fließen lassen. Spick dich von der Standhand nach oben, sanftes Landen, wie aus einem Trampolin. Nach unten und aus dem Trampolin nach oben spicken. Hier bleiben. Zentrieren, in die Mitte kommen und mit dem Einatmen auf die offene rechte Seite drehen. Ausatmen, zurückkommen, Arme ausschwingen, entspannen und das linke Bein etwas zu dir ziehen, das größer als 90 Grad Winkel, tief in dieses Innenband deiner Beinstruktur sinken, nicht bis an den Endpunkt, etwas vorher. Spür, wie die Fußsohle, dein Fußgewölbe sich auf der Matte aufspannt und nun schiebst du dich aus dem Fuß nach oben und sinkst wieder zurück. Finde deinen Rhythmus. Spielen. Jeder Körper hat einen anderen Rhythmus.
Rhythmus. Atem einfach fließen lassen. Finde deinen Rhythmus. Vielleicht ist er auch auf der linken und rechten Seite unterschiedlich. Das kannst du nur für dich selbst erforschen. Du kannst den Bogen weiter spannen, über die Seite, dich langziehen und dann auch hier Bogen spannen, loslassen, so von einer Seite auf die andere Seite. Spielerisch hin und her, spicken, schwingen, was auch immer. Das nächste Mal aufgestanden bleiben, über die Mitte zurückkommen, das Bein zu dir ziehen, Unterschenkel parallel platzieren, in die Seitbeugung einatmen, langsam achtsam zurückkommen, die Wirbelsäule verlängern, Arme entspannen, Hände auf die Hüfte platzieren, tief einatmen, ausatmen, zurücksitzen. Gesäßmuskulatur aktivieren, maximal. Schieb dich nach oben. Nochmal zurücksitzen, lange, starke Rücken, ausatmen, Gesäßmuskulatur. Dynamisch, zweimal Fäden, hochspicken. Zurücksitzen, Steißbein einrollen, Becken rückwärts kippen, aufspannen, Korsett, halte stabil das Brustbein öffnen, Arme öffnen, Atem fließen lassen. Schieb das Brustbein mit dem Atem Richtung Himmel, öffne dich. Und dann mit dem Ausatmen schieb das Becken zurück in die Kindsposition. Die Arme nach hinten drehen, zusammensinken. Tief einatmen, die beiden Arme über die Seite nach vorne ausstrecken. Zeit zum Nachspüren. Nimm die Länge wahr, nimm den Raum wahr. Vergleiche die linke mit der rechten Seite. Vergleiche, wie es war, ganz zu Beginn. Wie es war, als wir die eine Seite gemacht haben. Und jetzt einfach nur wahrnehmen. Spüren, was im Moment ist. Kleb deine Hände fest in den Boden, ziehe die Hände wie zu dir, Steißbein einrollen, Bauch aushöhlen. Komm nach vorne in einer kleinen Welle. Bring die Schultern über die Handgelenke, halbes Brett, Brust ist offen, 2-3 Atemzüge, Schultern stabil. Rolle deine Zehen ein, ausatmen, Knie vom Boden wegheben, spür dich im ganzen Brett und stoß dich mit dem nächsten Ausatmen über die Hände, Arme zurück nach oben ins Dreieck. Zweimal Fäden in den Knie, Beine strecken. Fäden nach vorne springen, du kannst auch 2-3 Sprünge nehmen. Füße parallel ausrichten. Kopf, Schultern komplett entspannen und dann mit dem nächsten Ausatmen beide Beine strecken, bis du eine schöne Dehnung spürst, einatmen, wieder anwinkeln. Ausatmen, beide Beine strecken, Bauch, Becken, Boden maximal aktivieren, das Becken über deinen Oberschenkelknochen aufdrehen, Wirbel um Wirbel an eine imaginäre Wand platzieren. Zuerst die Lendenwirbel,
Atem fließen lassen. Arme sind entspannt, Schultern komplett entspannt. Bringe Wirbel um Wirbel achtsam aufeinander. Lass den Brustkorb wieder über dem Becken ausbalancieren. Zieh das Brustbein leicht nach oben. Lass die Schultern ganz entspannt auf den Brustkorb zurückgleiten. Nacken verlängern und den Kopf auf den obersten Halswirbel ausbalancieren. Arme anheben. Einatmen, über die Seite senken. Nimm deine Fußsohlen mit dazu. Bringe das Gewicht auf die Fußballen. Einatmen, rolle über die Füße zurück auf den Boden. Ausatmen. Gewicht auf die Fußballen bringen. Wieder Stabilität, Balance nach all der Dynamik. Wieder zurück. Auf die Fußballen. Du kannst in der einfachen Variante bleiben oder nur ins Plie kommen, in die Knie, mit dem Ausatmen die Beine wieder strecken und von oben zurückrollen. Noch einmal. Nach oben. Alle zusammen und nun alle ins große Plie, so langsam wie möglich. Immer tiefer kommen, du kannst die Hände dann auch vors Herz nehmen. Atem fließen lassen, Aufrichtung spüren und dann zusammenfalten. Zurücksitzen auf deine Sitzbeinhocke, im vorderen Teil deiner Matte, die Hände in die Kniekehle. Zieh die Füße wie zu dir, spür, wie es dich auf die Sitzbeinhöcker setzt. Tief einatmen, zieh das Brustbein weich nach oben, ausatmen, Steißbein einrollen, zurückhocken, sitzen, hinter die Sitzbeinhöcker, Korsett ist geschnürt, Hüfte weich. Und dann weiter zurück, ausbalancieren. Du hast nochmal die Möglichkeit, mit den Beinen zu spielen. Wie fühlt sich das inzwischen an? Schultern bleiben entspannt, Ellbogen breit. Ausbalancieren und dann ganz achtsam, kraftvoll aus der Körpermitte aufs Kreuzbein kommen. Den ersten Lendenwirbel platzieren, den zweiten und so weiter. Bewegung rein. Bleib bei dir. Schultern ablegen. Nacken verlängern. Kopf platzieren. Knie zu dir ziehen. Und zum Abschluss gehen wir nochmal in die Sequenz von ganz am Anfang. Wähle deine Stufe. Du kannst die Knie über die Hüfte in der Tabletop-Position platzieren oder die Füße auf den Boden bringen. Arme optional zum Himmel. Ausatmen, Knie strecken, Bein senken. Einatmen, Ausgangsposition. Seite wechseln, Knie strecken, spür dich bis in die Zehen. Bein senken, zurück. Nimm dir auch mit dem Atmen Zeit. Schenk dir allenfalls 1-2 Atemzüge mehr zwischen den Bewegungen, damit du dich voll und ganz auf die Bewegung konzentrieren kannst. Die Stabilität aus der Mitte beibehalten kannst. Beide Seiten gleich viel, so dass du ausbalanciert bist.
Wirbel zusammenrollen. Beide Knie zurückschieben, Unterschenkel entspannen. Die Arme zum Himmel ausstrecken, Füße in den Boden schieben, etwas mehr Druck innenseitig der Füße. Mit der Ausatmung Steißbein einrollen. Du kannst die Augen nun auch schon schließen. Die Sitzbeinhöcker ziehen in die Kniekehle, das Becken hebt sich vom Boden. Wirbel um Wirbel rollen sich von der Matte weg. Hoch in die Schulterbrücke, leg die Arme entspannt auf den Boden. Einfach nach hinten, vielleicht sind sie auch in der Luft, je nachdem. Tief einatmen, nimm die Länge vorne über die Hüfte wahr. Schambein zieht über den Bauchnabel zum Brustbein, die Rippenbogen in den Bauch hinein. Atme tief in die Seite und dann mit dem Ausatmen lasse einen Wirbel und den anderen in die Matte sinken. Lass los, lass entspannen, den Wirbel ablegen und dabei die Strukturen rundherum entspannen lassen. Lendenwirbel, Becken neutral ausrichten, die Arme in einem langen Bogen nach vorne nehmen, neben den Hüften platzieren, tief einatmen, die Knie öffnen, ausatmen, die beiden Beine nach vorne wegschieben, einatmen, Knie, Richtung Himmel ausrichten und dann komplett entspannen. Lasse den Atem fließen. Spür den Boden. Spüre, wie du getragen wirst. Und lasse los.
Bewege dich, wie es stimmt, wie es passt. Wir treffen uns dann in einer Sitzposition. Eine Sitzposition, die sich für dich passend anfühlt. Spür dich in dieser Sitzposition. Nimm deine Arme über die Seiten nach oben. Bringe die Hände zueinander. Spür die Berührung. Atme tief ein. Mit dem Ausatmen zieh deine Hände vors Herz. Schenk dir noch 2, 3 Atemzüge ganz für dich, in Liebe, in Dankbarkeit für das, was ist. Mit der nächsten Ausatmung öffne dann deine Hände, deine Augen und dann schließen wir diese Stunde. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank